Hallo, du schöner Mensch. Herzlich willkommen. Manchmal spüren wir ganz deutlich, so wie wir leben, so wie wir denken, fühlen und reagieren, das bin ich nicht wirklich. Irgendwie nicht. Es fühlt sich vielleicht fremd an, anstrengend, irgendwie falsch. Vielleicht wie ein schlecht sitzender Anzug oder ein schlecht sitzendes Kleid. Teuer vielleicht, aber irgendwie nicht meins. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Und dann irgendwann, mit Glück, taucht sie auf, diese eine Frage, die alles auf den Kopf stellen kann. Und sie lautet: Was bin ich wirklich? Jenseits dieses inneren Lärms, jenseits der Rollen, der Erwartungen, der Masken und vielleicht jenseits der täglichen inneren Vorstandssitzung, die abgehalten wird in uns, in der alle inneren Stimmen durcheinander reden. Also das sind die inneren Konflikte. Mach dies, nein, mach dies, ach, ich weiß es nicht so genau. In diesem Video geht es um unser wahres Selbst und um das, was es zurückhält oder verschleiert. Üblicherweise wird es das Ego genannt. Das hast du vielleicht schon gehört. Unser Ego ist aber kein Bösewicht mit einem schwarzen Umhang, den man wegradieren muss. Es ist aber auch kein guter Freund, den du ständig zum Kaffee einladen solltest. Oft ist es eher wie ein überfürsorglicher Sicherheitsdienst, ständig in Alarmbereitschaft, obwohl überhaupt nichts los ist. Es handelt sich hier um eine mentale Konstruktion aus alten Gedanken, Überzeugungen und Ängsten. Das Bild, das du von dir hast, du kennst es zu gut, ein Selbstbild. Aber, Spoiler Alert, du bist nicht dieses Bild. Wer hätte das gedacht? Das Ego will sich beschützen vor Ablehnung, Schmerz, Peinlichkeiten, auf Familienfeiern vielleicht. Und dabei übertreibt es allzu oft. Denn statt sich zu retten, sperrt es dich ein und sich ein auch. Aus einem Käfig von Ideen, von merkwürdigen Vorstellungen. Und je mehr du dich, liebes Sein, mit diesen Ideen identifizierst, desto weiter entfernst du dich natürlich von dem, was du in Wahrheit bist. Also wenn du glaubst, nur ein kleiner Gedankenapparat zu sein, gibt es ein Problem. Das Tragische dabei: Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben in diesem Käfig. Sie merken das nicht. Sie rackern sich ab, um jemand zu sein, jemand Besonderes vielleicht, berühmt, bekannt, sonst was, erfolgreich oder wenigstens Instagram-tauglich. Dabei sind diese Menschen längst das Allerwichtigste, besser gesagt, das Einzige überhaupt existiert. Du bist schon der gesamte Ozean, selbst wenn du das jetzt als scheinbar getrennte Wellen noch nicht erkennst. Vielleicht kennst du das. Du tust Dinge, um dazuzugehören oder um nicht aufzufallen oder etwas raffinierter, um besonders positiv aufzufallen, ohne dass es so wirkt, als wolltest du positiv auffallen. Da kennt das Ego ja alle möglichen Tricks. Es liebt solche Strategien und irgendwann merkst du, du funktionierst nur noch. Du spielst eine Rolle, ohne dass du dafür bezahlt wirst. Allerdings kann es sein, dass du da manchmal selbst sehr teuer dafür bezahlen musst, bis du bemerkst, dass du irgendwie auf dem falschen Weg bist. Doch tief in dir weißt du natürlich schon jetzt, das ist nicht alles, denn sonst hättest du auch gar nicht hierher gefunden. Und genau da beginnt die Reise. Weg vom Ego hin zu deinem wahren Selbst. Und jetzt fragst du vielleicht: Moment mal, was ist denn dieses wahre Selbst? Ist das nicht auch wieder nur so ein spirituelles Konzept, was man nicht umsetzen kann? So ein bisschen wie: Jetzt sei doch mal authentisch. Aber keiner weiß genau, was das eigentlich heißen soll. Nein. Das wahre Selbst, das du bist, ist kein Gedanke und kein Ziel auf deiner To-Do-Liste. Es ist das, was immer schon da war, was immer schon da ist. Das ist das tiefe Ich Bin.
bevor du angefangen hast, dich zu definieren, bevor du gelernt hast, wie du zu sein hast, damit Tante Erna oder sonst wer dich mag oder Mutti. Es ist dieses stille, lebendige Bewusstsein in dir, jenseits aller Etiketten. Es urteilt nicht, es kämpft nicht, es ist einfach. Und vielleicht hast du es schon gespürt. Wenn du mitten in der Natur irgendwo warst, plötzlich wird alles ganz ruhig und still in dir. Oder wenn du einem Menschen begegnest, ohne Mauern und Masken, was relativ selten ist, und einfach nur da warst oder einfach nur da bist. Nicht als eine Rolle oder eine spezielle Version von dir, sondern einfach als du selbst. Dieses stille Selbst, von dem ich spreche, ist nicht laut, es ist nicht spektakulär, aber es ist unbestechlich echt. Warum verlieren wir diesen Zugang dazu? Wie kommt das? Das kommt daher, weil das Ego laut ist. Gedanken machen viel Lärm. Das Ego kommentiert fast alles, das ständig, es vergleicht, zweifelt, meckert, will Recht haben. Horche mal kurz in dich hinein, ob das stimmen kann, ob du das kennst. Das eingebildete Ich lebt von Mangel und von Trennung. Es sagt dir allzu oft, du bist nicht gut genug, du bist nicht wertvoll genug. Ich werde nicht gesehen, du musst noch mehr leisten vielleicht. Du darfst bloß nicht zeigen, wie verletzlich du bist, sonst denken alle, du wärst ein Mensch. Das haben Männer sehr gerne, die Emotionen zurückzuhalten. Und so bleibst du in dieser inneren Enge gefangen, wie ein kleiner Vogel, der nicht merkt, dass die Käfigtür längst offen steht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lässt sich die Identifikation mit dem Ich überwinden, ohne einen weiteren inneren Konflikt anzuzetteln? Der erste Schritt dazu ist Erkennen, Erkenntnis. Erkenne ganz klar und wahrhaftig, wann du dich kleiner machst, um dazuzugehören. Erkenne, wann und ob du dich größer machst, um dich nicht klein zu fühlen, vielleicht. Und erkenne, wie oft du dich selbst verlässt, deinen wahren Kern, um Erwartungen zu erfüllen, die nicht in deinem eigenen Lebensdrehbuch stehen, womöglich in dem von wem anders, aber du hast es dir einfach zu eigen gemacht oder es wurde dir aufgedrückt. Schau genau hin, ohne Urteil und ohne Drama. Und übrigens, du weißt, das Ego liebt Drama. Wenn du plötzlich alles ganz nüchtern siehst, ist es aber beleidigt. Aber was kratzt uns das? Also ich bitte dich um wirkliche Wahrhaftigkeit, um Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Denn dann und hier kommt die paradoxe Wahrheit. Das Ego an sich kann nicht bekämpft werden. Es liebt es, wenn du gegen es kämpfst. Denn dann hat es nämlich eine Aufgabe, einen Job. Die Identifikation damit kann aufgelöst werden. Und dann verliert es seine Macht über dich, liebes Sein, durch deine steigende Bewusstheit. Also glaub nicht mehr einfach deinen Gedanken, die da gequatscht werden jeden Tag. Sobald du erkennst, was das Ego tut, dein innerer Gedankenapparat tut, bist du es nicht mehr. Du trittst im Grunde heraus. Du wirst zu der Instanz, die es beobachtet. Die Präsenz, die Bewusstheit, das Sein, da gibt's ja 1000 Wörter für. Und diese Instanz, das bist du, nicht das Ego. Noch einmal, damit es ganz klar wird, das ist nämlich immer ein riesiges Missverständnis. Es geht darum, die Identifikation mit diesem inneren Plauderheini aufzulösen, nicht den Ich-Apparat selbst. Der zweite Schritt, damit es vorangeht, und ich habe es schon angedeutet vorhin, ist absolute Ehrlichkeit. Frage dich, vielleicht lebe ich gerade mein wahres Leben oder spiele ich nur eine Rolle mit gutem Drehbuch, aber das nicht meins ist. Das hatten wir schon. Rede ich aus Angst oder spreche ich aus der Wahrheit heraus? Handle ich aus Liebe oder nur aus einem alten Reflex? Was ist meine wahre Sehnsucht? Das ist, wie ich finde, die wichtigste Lebensfrage überhaupt, denn sie kann dich geleiten. Diese Fragen wirken wie ein Licht und ein Kompass. Licht hat übrigens eine sehr unangenehme Wirkung auf Schatten,
die Schatten verschwinden. Ganz ohne Kampf und ohne Krampf. Einfach so. Und plötzlich ist da eine ungeheure Klarheit und ein innerer Frieden und eine Ruhe. Und dann geschieht etwas, das du nicht planen kannst. Du beginnst dich selbst zu spüren. Nicht als eine Idee, nicht als eine Wunschversion, sondern als diese lebendige Präsenz in dir. Ganz direkt und ganz still. Du erkennst, ich bin nicht mein Denken. Ich bin nicht meine Geschichte, wie toll oder dramatisch sie auch sein mag. Ich bin nicht meine Rolle. Ich bin. Das ist die Selbsterkenntnis des Seins. Und aus diesem einfachen Sein heraus entsteht etwas, das das Ego niemals liefern und auch niemals begreifen kann. Frieden, Klarheit und eine Freude, die nicht auf Applaus angewiesen ist. Keine falsche Demut, sondern echte Demut. Kein spirituelles Theater mit weißen Seidenschals, sondern eher eine stille Echtheit, die niemandem etwas beweisen muss. Das nenne ich echte Freiheit, mein lieber Mensch. Nicht als Rückzug aus dem Leben, sondern als direkte Einladung, dem Leben wirklich zu begegnen. Und du wirst sehen, Beziehungen verändern sich, Gespräche werden echter und Entscheidungen klarer. Du beginnst Dinge zu tun, die endlich zu dir passen, aber nicht, weil du sollst, sondern weil du willst. Das ist der Weg zurück zu dir. Ein Weg ohne Landkarte, aber mit einem inneren, untrüglichen Kompass, der niemals lügt. Deine wahre Essenz, das, was du in Wahrheit bist. Vielleicht machen wir jetzt nochmal eine kleine Übung gemeinsam zur Befreiung vom Ego-Denken. Setz dich einen Moment still hin. Spüre deinen Atem, ohne ihn zu verändern. Und dann frage dich ganz ehrlich, was wäre ich, wenn ich nichts mehr beweisen müsste? Lass diese Frage einfach im Raum stehen. Vielleicht wie ein alter Freund, der dich freundlich anschaut. Wenn du magst, schließe vielleicht für ein paar Sekunden die Augen und lausche der Stille dahinter. Denn genau dort beginnt ein wahres Selbst. Danke, dass du hier bist. Und vergiss es nie, erinnere dich, du musst niemand sein, du bist. Alles Liebe und bis bald.